Hallo zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns an ein größeres Thema ranwagen, nämlich sogenannte Scoping Functions. Also ich nenne sie ganz gerne so, ich weiß nicht mal, wie sie offiziell heißen, denn sie tun nichts anderes als einen Bereich zu definieren. Ja? Und in diesem Bereich kann man dann komische Dinge tun, die man normalerweise nicht tun würde. Das möchte ich mal so eben illustrieren. Ja? Also wir nehmen jetzt einfach mal Run. Run ist die einfachste von diesen Dingern und ich kann in Run einfach reinschreiben, was ich möchte. Das heißt einfach mehrere Aufrufe, wie zum Beispiel in einem if. Ja? Und ich kann damit sowas machen wie, ich habe hier den Value heute, ja, ist gleich, nee, wir sagen einfach mal Wetter dazu, ja, Wetter, okay, ist gleich zu warm, okay. Und den gebe ich jetzt einfach aus über println Wetter. So. Und ja, das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was ich hier machen möchte in meinem Run. Logischerweise wird mir jetzt ausgegeben, dass es zu warm ist. So, und jetzt kommt der interessante Teil. Wenn ich hier außerhalb von meinem Run, ja, mein Wetter definiere, das muss ich als Variable definieren, dann kann ich sagen, es ist okay-ish. Es ist zumindest nicht gut, ja, es ist wirklich viel zu warm. Egal. Auf jeden Fall, Variable Wetter ist gleich okayisch. Und dann überschreibe ich das mehr oder weniger und gebe aus Wetter. So, und jetzt gebe ich hier unten nochmal das Wetter aus. Und das ist interessant. Quatsch. Das ist interessant, wenn ich jetzt hier unten nochmal das Wetter ausgebe. Wir sehen nämlich dann einmal, es ist zu warm. Das ist das Ding hier. Und dann ist es okayisch. Und ihr seht, nicht mal Eclipse kann das richtig zuordnen hier, weil es denkt, dieses wahre Wetter bezieht sich auch hierauf. Ja, es ist ein bisschen creepy, möchte man sagen, denn innerhalb dieses Run-Blockes kann ich Variablen überschreiben und dann mit denen machen, was ich möchte. Und danach ist das, was ich mit ihnen gemacht habe, hier in diesem Run-Block, wieder völlig vergessen. Das heißt, ich kann hier sagen, in diesem Run-Block machen wir mal was als ein anderer User. So, und dazu habe ich jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel für euch. Wir sind zum Beispiel auf Linux, ja. Und wir öffnen mal ein Terminal und dann kann ich hier sagen, who am I, okay? Und dann bin ich Morpheus, ja? Jetzt kann ich aber auch sagen sudo su, dann muss ich erstmal mein Root-Passwort eingeben und dann bin ich plötzlich root, ja? Dann kann ich sagen, who am I, dann bin ich root. So, und wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, also ich meine, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, wenn ich jetzt wieder hier rausgehe, bin ich wieder Morpheus. Und im Endeffekt ist nichts anderes passiert, als dass ich hier quasi mit meinen Rechten ersetzt wurde. Also ich hatte hier quasi eine Variable Rechte, die waren halt auf Morpheus gelegt, das heißt alle Rechte, die Morpheus hat, hatte ich in der Command-Line und dann habe ich hier drin quasi mich als Root angemeldet. Natürlich musste ich erst mein Passwort eingeben und so weiter und so fort und hatte dann plötzlich alle Rechte. Und jetzt konnte ich hier einfach sagen, okay, ich möchte ganz gerne meine Rechte ausprobieren und wenn ich Who Am I angebe, wird mir angezeigt, wer ich eigentlich gerade bin. Und dann sehen wir hier, okay, ich wurde hier drin als Root angezeigt, das ist das hier, ja, Root. Und hier unten drunter, nachdem ich wieder rausgegangen bin mit einem Exit, war ich wieder Morpheus. Und das ist eigentlich so ziemlich das, was der Run-Block macht. Er überschreibt kurzzeitig Dinge und vergisst sie danach wieder. Und das ist ziemlich geil. Und ja, dann das ist die erste Funktion, die ich euch zeigen möchte. Ein weiterer wichtiger Aspekt von diesem Run-Dingens ist, ihr könnt damit Dinge zurückgeben, wenn ihr das wollt. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Ihr könnt nämlich hier zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt hier einfach mal Zeit zurückgeben. Ja? Zum Beispiel. Und dann kann ich das hier einfach mal in ein Print-Line wrappen, meinen kompletten Run-Block. Ja? Und was dann passiert ist, natürlich gebe ich zunächst einmal root aus und dann ist der letzte Wert, den wir hier quasi angeben, also das unterste, das ist wie wenn hier return vorne dran stehen würde. Es ist so eine Art Funktion, nur wenn ich return schreibe, funktioniert es nicht mehr, deswegen es schmiert dann ab, weil ich dieses return nicht brauche. Das ist quasi implizit dabei. Das letzte Objekt, was ich hier angegeben habe, das wird von run zurückgegeben. Ich kann natürlich hier auch sagen, meine Variable outer run, ja, weil es aus Run rauskommt. Ups, das E muss natürlich weg. Das ist hier mein Run-Block. Und dann kann ich mir hier einfach mein Printline outer run ausgeben. Outer run. So, und das gibt mir jetzt hier wieder mal 2 aus. Weil, wie gesagt, hier das letzte Objekt, das wird hier einfach zurückgegeben und damit wird gemacht, was auch immer wir normalerweise machen. Also wir können es in eine Variable speichern, wir können es als Funktionsaufruf verwenden und so weiter und so fort. Ziemlich mächtig das Ganze.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, wir können das auch auf Variablen ausführen. Das heißt, wir können hier uns eine Variable nehmen, myString sagen wir einfach mal, vom Typ, Achtung, String Fragezeichen, ist gleich, wir nehmen jetzt hier einfach mal Hello World, okay? So, und mit diesem String kann ich auch einen Run ausführen. Und zwar kann ich sagen, hey, wenn das Ding nicht null ist, dann führ bitte was aus. Und das mache ich, indem ich sage myString Fragezeichen.run. Und dann kann ich jetzt, ja, Achtung, wir brauchen hier geschweifte Klammern wieder. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, hey, gib mir mal bitte aus, Printline. So, und hier muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eine Variable mit diesen ganzen Funktionen, die ich euch genannt habe, also mit mehreren Funktionen im Endeffekt. Es gibt Run, es gibt Let, es gibt With und so weiter und so fort. Und bei Run ist es so, man muss this verwenden. Das heißt, ich habe hier tatsächlich Zugriff auf das, was in der Klasse drin passiert. Ich kann einfach this ausgeben und wir sehen, ja gut, es wird Hello World ausgegeben. Ich kann auch einfach sagen, ich möchte Length ausgeben. Das ist also, als würde ich in der Klasse irgendwas ausführen. Also 11 bezieht sich hier auf die Länge von Hello World. Es ist, als würde dieses Run innerhalb der Klasse ausgeführt werden. Ich kann auf alles drauf zugreifen, was ich innerhalb der Klasse kann, quasi. Ich darf natürlich hier auch einfach sagen, this.length, dann ist es vielleicht noch eindeutiger, was Length eigentlich hier meint, aber es geht auch ohne, weil in den meisten Fällen darf man this weglassen in der Klasse, kennen wir ja. Gerade dieser Teil hier unterscheidet sich ein bisschen. Ich mache hier nochmal kurz auf this zurück, damit wir hier auch sehen, was genau passiert. Ich kann das Ganze auch anders machen und ich kann sagen, myString, und da kommt jetzt eine weitere Funktion zum Einsatz, und zwar let. Ja? Ich kann das Ganze auch mit let machen. Das tut eigentlich was Ähnliches. Man bräuchte eigentlich nicht unbedingt was anderes. Aber in diesem Fall muss ich jetzt hier zum Beispiel, also ich kann natürlich auch einfach this ausgeben, aber es heißt hier nicht this, sondern it. Das bedeutet, it heißt hier, es ist nicht ganz Teil, also let ist nicht Teil von myString. Ja? Es ist quasi ein bisschen außerhalb, aber ich kann natürlich auch trotzdem Hello World zurückgeben. Es bezieht sich nur ein bisschen anders auf den String. Das heißt, bei let nehmt ihr it, bei run nehmt ihr this. Nur um das ein kleines bisschen deutlicher noch zu machen, das macht intern schon einen Unterschied. Also zum Beispiel das hier wird wirklich innerhalb von der Klasse quasi ausgeführt, während hier habe ich einfach nur eine Lambda-Funktion. Ja? Das heißt, ich kann hier sagen, okay, eigentlich sende ich hier eine Lambda-Variable rein. Das heißt, ich kann auch sagen, bilde a ab auf, naja, a eben, ja, also Printline a. Das ist quasi genau dasselbe. Also es ist mir freigestellt, ob ich jetzt das Ding it automatisch nenne. Das ist quasi automatisch, wird es mir so genannt. Nur, dass ich den Teil hier vorne einfach weglassen kann. Also ich schicke quasi it als Funktionsparameter da rein, ohne dass ich es irgendwie klassifizieren muss. Hier ist es ein bisschen anders. Hier kriege ich nichts mit. Das heißt, ich kann nicht sagen, it abbilden auf Printline this. Ich kann auch nicht sagen, Printline it. Weil, ja, hier das macht Run einfach nicht. Also das ist nicht vorgesehen bei Run. Und das ist auch okay so. Das ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Let ist wiederum noch ein Stückchen mächtiger. Das heißt, ich kann bei Let auch Sachen zurückgeben, ja? Wie ich das ähnlich auch bei Run gemacht habe. Ich kann hier sagen, ich möchte ganz gerne it zurückgeben. Und dann kann ich direkt hinten dran sagen, ja, machen wir nochmal ein Let, okay? Das heißt, ich kann hier sagen, okay, dieses it wird automatisch hier nochmal reingetan an das nächste let. Und hier kann ich zum Beispiel dann auch sagen, Printline, klar, ich könnte es natürlich auch nach oben packen, it.length. Length. So. Damit wir das mal richtig sehen, gebe ich einfach nochmal direkt it aus. Ja? Dann sehen wir hier, okay, ja, wir kriegen einen Fehler, der eigentlich mal wieder gar kein Fehler ist. Ich weiß nicht, was das ist. Und jetzt machen wir hier mal Folgendes. Wir drehen den String einfach mal um, reversed. Dann sehen wir nämlich auch, was da direkt passiert. So, und hier sehen wir, es ist tatsächlich das, was ich hier angegeben habe, das wird mir an das nächste let gegeben. Und das nächste let bekommt dann hier natürlich Hello World quasi falsch rum aufgeschrieben, ja, und gibt das dann aus. Und das heißt, wenn ich hier was zurückgebe, ist das auch wirklich einfach was anderes. Ich kann jetzt hier natürlich auch noch .length machen. Und dann sehen wir hier allerdings, okay, es hat trotzdem denselben Typ wie das Ding hier. Es könnte null sein. Man weiß es nicht genau. Das heißt, ich muss hier einfach ein Fragezeichen ranhängen und kann dann auch die Länge ausgeben. Komm schon. Was hier völlig fein funktioniert. Also ist alles kein Problem. Ja, cool. Das ist ein großer Unterschied. Das funktioniert mit Run nicht so ganz.
beziehungsweise zumindest nicht so. Ich kann, wie gesagt, bei Run, das haben wir auch schon gerade gemacht, kann ich das Ding auch umdrehen, ja, und dann zurückgeben sozusagen. Wie gesagt, bei Run wird das auch zurückgegeben und kann hier dann auch das ganze Ding mir ausgeben lassen. Nochmal Printline, this. Es funktioniert halt mit this und nicht mit it. Das sehen wir hier dran dann. Hier haben wir dann Hello World umgedreht, ja, und beim unteren haben wir auch Hello World umgedreht. Das heißt, es tut eigentlich quasi dasselbe, nur dass wir hier eben mit this arbeiten und hier unten mit it. So, jetzt anders wird es, wenn wir also verwenden. Also kann ein bisschen was anderes und es ist auch durchaus sinnvoll. Also ich meine, let und run sind ja quasi dasselbe, ja, fast. Aber bei also haben wir ein kleines bisschen was anderes. Und zwar kann ich hier einfach sagen, mystring.also. Quatsch, ja, ich möchte natürlich wieder die geschweiften Klammern. Und hier, achso, machen wir hier mal das Fragezeichen rein. mystring.also und jetzt kann ich hier das Ding einfach ausgeben, erstmal. Das funktioniert genauso wie bei let und bei run. Das macht quasi keinen Unterschied, ja. Also hier sehen wir wieder mal Hello World. Aber wenn ich jetzt hier versuche, was zurückzugeben, dann werden wir feststellen, oh, das funktioniert so nicht so ganz. Das heißt, ich kann hier sagen, it, also ich kann natürlich auch, ja, ich hätte vielleicht statt mystring it ausgeben sollen. Das ist auch mit it, also das funktioniert nicht mit this, sondern auch mit it. Wir sehen es, Hello World. Und hier können wir es dann auch wieder zurückgeben, it.reverse zum Beispiel. So, und wenn wir die jetzt verketten, .also, und dann dieses it nochmal ausgeben, dann, Achtung, passiert was wir vielleicht nicht unbedingt erwartet hätten. Es wird nochmal Hello World ausgegeben. Und der Witz dabei ist, dass also genau das so will. Ja? Also heißt auch. Das heißt, ich möchte mit meinem String das hier machen. Außerdem, also auch, möchte ich das hier machen. Auch möchte ich was auch immer danach machen. Ich kann so viele alsos daran hängen, wie ich möchte. Und das ist genau der Witz dabei. Das heißt, ich habe ja dieses also auch schon mal im Tutorial verwendet. Wir können damit Dinge machen, bevor die Variable verändert wurde. Und deswegen verwenden wir also. Ja? Das ist absolut sinnvoll und es macht auch durchaus Sinn. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was hierbei rauskommt, wenn wir einfach nur Printline mystring machen. Hier unten drunter. So. Und wir sehen hier, okay, das hat auch nicht, also it.reversed hat auch nicht meinen String verändert, wobei mein String hier oben als Variable gekennzeichnet wurde, nicht als Value, okay? Das heißt, wenn ich jetzt hier wirklich eine Veränderung möchte, kann ich zum Beispiel sagen, mystring ist gleich. So, und was passiert jetzt hier? Nun ja, es ist immer noch Hello World. Warum? Weil also eigentlich nicht für Manipulation von Variablen gedacht ist, ja? Das heißt, wenn wir hier drin irgendwas haben wollen, dann können wir sagen, Printline it und außerdem mach irgendwie sowas, mystring ist gleich it.reverse. Das kann ich durchaus tun. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit also zwei Variablen wunderbar switchen. Ja? Also ich kann zum Beispiel sagen, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt, das kann ich aber hier durchaus auch nochmal zeigen. Wenn wir das hier zurückgehen, Sekunde, wir machen hier einfach mal eine Variable a gleich 5 und eine Variable b gleich 42 und dann sagen wir hier, wir wollen die jetzt in einer Zeile quasi umswitchen, ja, dann sagen wir hier a ist gleich b, Punkt also, b ist gleich a, okay? Und wenn wir das jetzt so machen, dann gucken wir mal kurz raus, was bei b jetzt drin steht, beziehungsweise was bei a und b drin steht, Printline a, Printline b, so, und damit sehen wir dann, aha, okay, in A steht jetzt also 42 und in B steht 5 drin. Das heißt, wir haben die beide quasi direkt vertauscht, was super angenehm ist. Das ist halt, ja, One-Line-Vertauschen von Variablen, super geil. Man muss nicht irgendwie einen Zwischenspeicher einstellen und so weiter und so fort. Dazu ist also quasi da. Okay. So, jetzt haben wir immer noch ein paar übrig und zwar, apply erstmal. Apply möchte ich mal ganz kurz ein bisschen anders demonstrieren. Und zwar, wir haben eigentlich schon das meiste, damit wir mit diesen Funktionen umgehen können, verstanden. Das heißt, wir können hier einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt hier wir wollen natürlich oben drüber einmal eine Funktion. Wir brauchen eine Funktion, create, ja. Und diese Funktion soll irgendwie zum Beispiel haben, Name vom Typ String. So, und wir geben hier natürlich was zurück, zum Beispiel einen User, ja. Wobei ich die Klasse User jetzt hier nicht gemacht habe. Die schreiben wir uns ganz kurz, das heißt hier Class User
Variable Name vom Typ String ist gleich Anonymous. So, okay. Und wenn wir jetzt hier einen User generieren, dann sagen wir hier, okay, wir wollen einen User mit dieser Funktion bauen. So, dazu sagen wir Value User ist gleich User. So. Und dieser User bekommt jetzt hier umständlich, extra umständlich. Also klar, ich meine, es gibt Konstruktoren, aber ihr werdet gleich sehen, warum wir hier apply verwenden wollen, ist gleich Name. So, und dann geben wir hier return User zurück. User, klein geschrieben. So, das ist ein bisschen umständlich, das kennen wir alle, wir bauen uns quasi einen User zusammen. Was wir stattdessen machen können, ist, wir schreiben ist gleich User. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie den Namen rein verwursten. Und das machen wir mit .apply. Apply this Name. Und jetzt sehen wir hier auch schon wieder, wo das hinführt. Dieses Apply macht es wie Run. Wir bekommen ein this. Ja? Ist gleich Name. Und was wir zurückgeben, ja, richtig, ein Problem, New Name. Wir müssen hier den Namen, wir dürfen nicht uneindeutig sein hier. Oh, und ich habe noch was gemacht. Das hier muss natürlich eine geschweifte Klammer sein. So, geschweifte Klammer zu. So, okay. Und jetzt haben wir hier eine Funktion quasi aufgerufen. Also wir haben apply verwendet. Wie funktioniert es also apply? Wir haben hier den User und der kann hinten dran mit apply über this angesprochen werden. Außerdem geben wir gleichzeitig einen User zurück. Das heißt, apply nimmt this als Argument und gibt mir ein this zurück. Ja? Und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles. Wir sehen hier bei Run, wir nehmen nur this als Argument, aber wir geben nicht unbedingt this zurück, sondern immer nur das, was als letztes dasteht. Wir können this zurückgeben, wenn wir das wollen. Wir müssen es aber nicht. Und bei let haben wir das Ganze mit it. Ja? Also das ist quasi so der gängige Gebrauch davon. Und das heißt eigentlich also ist relativ ähnlich wie apply, weil hier eben bei also wird auch dieses it zurückgesendet, ja, wie wir hier unten gesehen haben. Es wird quasi ja, direkt wieder zurück geswitcht und bei apply wird this eben zurückgegeben, also hier ist es halt this, bei also ist es it und dann haben wir die beiden Run und Let, die sind relativ ähnlich. Und dann haben wir auch noch was Drittes oder was Fünftes, ja, was Letztes im Endeffekt. Da können wir dann nämlich auch noch with verwenden. With ist auch relativ cool und es funktioniert eigentlich relativ ähnlich wie Run. Es benutzt allerdings this als Argument. Und das bedeutet, wir können hier sagen, myString, achso, halt, den haben wir ja oben noch nicht, ne? Ups. Wo haben wir denn myString schon definiert? Hier, myString. Wir können hier sagen, myString.with. Nein, eigentlich wollte ich nur with. Vielen Dank, aber nein, danke. Was machst du denn, liebes Eclipse? Nein. So. Quatsch, weil ich with schreiben möchte und nicht run. With benutzt man anders als die anderen. Da schreibt man with und dann eben quasi als Parameter übergibt man aktiv. Also man muss quasi selber sagen, was man als Parameter geben möchte. Nimmt man with und schreibt with myString. myString. So, und dann kann ich hier drin quasi sagen, this. Oder zum Beispiel printline this .length. Okay? Das kann ich mit run relativ ähnlich machen und ja, funktioniert natürlich auch. Allerdings ist das hier natürlich ein Fehler, weil myString kann natürlich auch ein Fragezeichen hier ganz gut vertragen, ansonsten kann ich das nicht ausgeben. Genau, und jetzt sehen wir hier, okay, Hello World und 11 funktioniert wunderbar. Das kann ich auch quasi so mit Run machen. Der Unterschied ist, dass ich hier bei Run das anders schreiben muss quasi und hier nicht direkt sagen kann, was ich übergeben möchte. Und der größte Unterschied, warum man vielleicht eher Run als with benutzt, ist eigentlich nur, dass man hier dieses Fragezeichen schon vorne dran schreiben muss. Wenn ich hier zum Beispiel this.length ausgeben möchte, this.length, dann ist es überhaupt kein Problem für mich, weil ich ja vorne dran schon dieses Run gemacht habe. Das Run wird sozusagen nur ausgeführt, wenn auch mein String nicht null ist. Ja? Während dieses Run hier mit with, das wird immer ausgeführt, auch wenn es
ein Null ist. Also das heißt, ich muss bei jedem Aufruf hier dieses Fragezeichen reinschreiben. Das heißt, ich muss immer this, Fragezeichen, Punkt und so weiter und so fort. This, Fragezeichen und Punkt und so weiter und so fort. Das kann ein bisschen aufwendig sein, deswegen nimmt man normalerweise eher run als with. Ja, und das war's auch schon wieder. Das war jetzt eine grobe Übersicht über diese ganzen verrückten Funktionen. Es gibt quasi für jeden Kram sein eigenes. Wahrscheinlich wird eure praktische Benutzung sich auf Run und Let beschränken und vielleicht auch noch hin und wieder Also und Apply. Aber ja, manches werdet ihr häufiger verwenden, manches eher seltener. Ich persönlich nutze eigentlich ganz gerne Run und Let und Also. Apply verwende ich seltener, weil ich es eigentlich relativ selten so brauche. Ich habe dann auch ganz gerne mal meine längeren Funktionen. Ich weiß, es ist nicht ganz Kotlin-Style, aber ich kann es ganz gut lesen. Und ja, man gewöhnt sich da schon dran, aber es dauert. Genau, und das war es eigentlich von meiner Seite. Sorry, dass das Video so lang geworden ist. Ich glaube, es war ein komplexes Thema und ich wollte die alle auf einmal behandeln, damit ich auch die Unterschiede euch gut zeigen kann. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.